denn jetzt schon wieder? Alter Schwede! Alter Schwede! Junge! Junge! So Leute, wir sind unterwegs im Porsche Carrera GT gemeinsam mit dem Raoul. The best feeling. The best feeling. It's one of your favorites, right? For me, it's the favorite. One is not a modern car, but it's not an old car, no? It's Yes. Really, you have the same feeling of the real modern car, but you are not in the one modern car. Without control traction, with manual gearbox, it's really fantastic. And it's also very difficult to drive. I think is the problem for this car is the tires, no? It's not. This car have a version of a race tires. Yes. Okay. Oh, you understand? All time, Yeah. but all time with attention, all time with the traction control. You put only when you are one the player. Yeah. It's incredible. And it's so fast. Incredible. It's incredible so car. fast. You went in this car. It's not possible. This car have 20 years. It's not possible. It's incredible. A really modern car. So Leute, Second, terza, quarta, all gearbox you put is the same sensation. It's really incredible. so Leute, und ihr seht, ich sitze auf dem Beifahrersitz, weil der Raoul, der fährt heute. Ich genieße mich das Ganze, because Raoul is an amazing, crazy, positive driver. I love your videos, it's incredible. Thank you very much. Grazie, my friend. You too, eh? You don't. You So that's deceive why me. today I fully enjoy on the co-passenger seat. Since how long do you have the Carrera GT I now? buy this car in 2011. Okay. Yeah, yes. After in same time I have the other car. Yeah. I buy and sell the other. But this car I buy for me, buy for my colleagues. I don't sell. I buy this car in December 2011. It's 12 years I have this car. Okay, and it's definitely a keeper. Sure. Incredible, eh? The throttle response, that's incredible. It's incredible. You feel it's a Formula One Yeah. engine designed for 24 hours of Le Mans. Crazy. I think in this moment it's not. It's complicated in this world. In 2023, one car sim of this is the same sensation. For me, I look, take this car. already my it's hair the same. starting now. You know, for me, the first time I drive this car in 12 years ago when I buy for my first time, you have the same sensation every 2 days Yes. when I put my foot down. You know, Yes. it's the same sensation. For Yeah. me, it's incredible. This car give me the dependence, no? Yes, Sometimes exactly. I am very angry. I take the Carrera GT. I come back at home very easy. I smile. It's incredible car. It's pure emotions. Yes. It's another one dimension. This car. Yes. It's really incredible. After Wengu, in the GP time F1. I not remember the name, the chair of Tagewer. Yeah. The morning go to Willy trip in the car with him, with the other two friends. Start at 6 in the morning, 7 in the morning, in the mountain, no traffic, no people, roof out, with the sound of the car. It's the best. I won't cry, it's not credible. It's the best. It's the best moment of my life. 7 in the morning, no people in the way. But not to go fast, go with the pleasure, no? Whoop, pop, pop. Yeah. It's Yeah. the car everyone is incredible. It's really incredible car, this car. And the response of the pedal, it's crazy. It's really like this. Immediately. Yes, immediately. And not a turbo, no compressor. Yes, eh? yes, It's a- exactly. Like this, you know, it was a racing engine. It's a Sure. racing engine. You for have the same sensation, you have besoin the volumetric compressor Yeah. and the turbo after. Yes. This car have nothing. It's incredible. Shit, it's so fast. It's incredible. It's so quick. Whoop, whoop.
It's so quick. It's actually one of the smallest clutch ever in a car, especially in such a supercar. It's work only with this. Yeah, You know, look. that's Clutch or not clutch? that's crazy. The pedal go for this. Yes. But the clutch is working for 3 Yeah, centimeters. yeah, because it's straight out of a Yeah, 24 Le Mans car. Yes. It's a complete racing clutch. Jo! Bist du bescheuert? Nice, eh? Alter, wie schnell der quer kommt! Junge! You're crazy! Fantastic, eh? You're crazy, man! This car is very well. That's insane! But it's like this, you know? Yes, Like yes. this! Das Schwede. Leute, ich kann gar nicht hinschauen, Mann! Ich kann gar nicht hinschauen! Bist du bescheuert? Leute, das ist ein purer Genuss. Diese 612 PS, 590 Newtonmeter. Dann hörst du einfach diesen 10-Zylinder-Saugerklang. Das ist unmenschlich. Unmenschlich. Das kann man wirklich nicht in Worte beschreiben. Alter! It's not complicated for the turn here, eh? It's so quick, it It's snaps easy. like this. It's easy. Okay, ich glaube, wir reißen auf, Leute. Ich glaube, wir reißen auf. Bist du bescheuert? Okay, da kommt der... Ach du Scheiße. Alter, Alter. Bist du bescheuert? Alter, ich scheiß Nerviose. Der ist völlig verrückt. Der ist völlig verrückt, der Typ. Bist du bescheuert? Ich weiß nicht, wo ich mich festhalten soll. Oh oh. Oh oh. Oh nein, da kommt schon wieder eine Kurve. Da kommt schon wieder eine Kurve. Alter Schwede. Fantastic car, eh? It's incredible car. You're crazy. You're crazy. Alter Schwede. Junge. Oh, das ist unfassbar, Leute. You are crazy and the car is crazy too. Yes, it's Imagine it's 20 years old. 20 years old. Not possible. It's not How is that possible? How is that possible? Was macht er denn jetzt schon wieder? Alter Schwede. Alter Schwede. Junge. Junge. Ich kann nicht mehr. Ey, das ist so verrückt, Leute. Das ist so verrückt. Pure Emotionen. It's fantastic, no? Amazing. You are crazy. You are crazy. In a positive way. Thank I you see very much. that you love the car. I think it's this incredible car. You know, you test this car. It's not possible. One car. This car I had 25 years ago. It's You crazy. before give me the question: is better F40 or is better this? Yeah. It's totally different. You You cannot drive the compare. F40. You drive a 40. You have fantastic car, but you drive one old car. Yeah. No, you understand. You have a sort of one collector car. In this car, you don't understand nothing. You think it's a 2003 model. It's one really modern car, really easy, really. You put in this place, rest in this place. It's incredible when you have the hand, when you drive it's a really incredible car. It's I lovely for me. I know before you test, I did. For me, this car gives me one dependence. It's a total crazy car. You It drive- gives you, look yeah, at my yeah, hands. sicuro. Me too. Me too. The same problem when 12 years ago when I buy this car for the first time. Yes, I am one friend of mine buy this car one day. I sit near my friends. My friends in the not in the in line in the right line, no? Yeah. Put out the traction control. You understand? Wow, 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 wow. This, no, I don't know what is this. I want this car. I want this car. For me, it's the incredible car. Oh, It's really a really nice car. It's amazing, and you're such a fantastic driver. Yeah, It's incredible. then.
I would suggest we will have a look around the car. We will step out now and have a look around the car. Oder Robert? Sollen wir mal aussteigen und dann schauen wir uns mal das Auto ein bisschen von außen an, oder? Der Typ ist völlig verrückt. Der Typ ist, you're crazy. You are absolutely crazy. Ah, spinnst du, Leute. Also das war mal eine Erfahrung. War okay, oder? Also ich meine, und vor allem jetzt schau dir mal das Auto von außen an, den Carrera GT. So ein absolut zeitloses Design. Es sieht immer noch aus, als wäre es komplett neu, das Auto, oder? Voll. Wenn du den von hinten anschaust und dann schau dir das an. The designer, he prefer with this down. I prefer with up. you look this car now. Look. And Where is this car every 20 years? It's not possible every 20 years. it's pure perfection. He is a really modern car. I just said that. Eh, If you look at it, it looks brand new. Bravo. All people when you buy this car is every 20-year-old. But it's not possible every 20. Yes, every 20-year-old. Yeah. 20-year-old of commercialization. Yeah. Project 23, because it's a project 2000. Yes, exactly. It's incredible, eh? It's incredible, really. Und Leute, vor allem, was halt an dem Auto, was da wirklich Technik darunter steckt. Ja? Ich würde jetzt mal wirklich auch gleich sagen, wir machen jetzt mal gleich die Motorhaube auf. Denn hier steckt nämlich der schöne 10-Zylinder-Motor. Ja? Reiner Sauger, manuelle Schaltung und vor allem, aber jetzt mal ganz kurz, um hier nach hinten zu gehen. Ich meine, ihr seht, was ich gerade sagen wollte, wir haben überall Carbon verbaut. Ich meine, der wiegt gerade mal knapp 1400 Kilo. Das ist halt wirklich gar nichts, ja. Und vor allem auch, wenn wir dann nach vorne gehen, ja, das ist ein absolut zeitloses Design. Jetzt zieht euch das mal wirklich rein. Und wenn wir dann den 918er daneben stellen, klar, 918er sieht noch mal neuer aus, aber trotzdem, wer würde denken, dass hier der Carrera GT über 20 Jahre mittlerweile alt ist. Und das ist wirklich verrückt. Ich würde jetzt mal sagen, wir machen jetzt mal kurz die Motorhaube hinten auf, oder? Weil das müssen wir uns auf jeden Fall anschauen. So Leute, und jetzt kommt hier das Meisterstück. Boah, geht deine Hitze weg. Spinnst du? Boah, da kannst du echt gar nicht hinlangen, du. Weil hier, Leute, hier sitzt er. 5,7 Liter V10. Saugermotor, Leute. 612 PS. 590 Newtonmeter. Und man muss sich mal überlegen, dieser Motor wurde rein konzipiert für die Rennserie, für ein Rennfahrzeug. Und zwar wirklich hier, dass du die Formel 1 Gene hast, ja, den Formel 1 Klang und das Ganze für 24 Stunden Le Mans. Und da geht es auch noch weiter, nicht nur hier der Motor, der wie gesagt 612 PS und 590 Newtonmeter leistet, sondern auch was nämlich dahinter sitzt. Und zwar Getriebe, Kupplung und vor allem, was dir als erstes hier auffällt, und das ist vor allem jetzt für mich hier faszinierend zu sehen, denn der Motor ist längs eingebaut und wie wir hier schön sehen können, das Getriebe ist quer eingebaut. Und das macht natürlich Sinn, weil Porsche natürlich schauen wollte, den Motor möglichst weit nach vorne zu bekommen und eine möglichst tiefe Position. Und das ist natürlich auch der Grund, warum hier diese Kupplung so extrem ist, warum du da 0,0 Spielraum hast. Denn wir haben hier wirklich so mitunter die kleinste Kupplung verbaut, was es in dem Straßenauto gibt. Ja? Weil ich ja gerade gesagt habe hier mit dem Getriebe, dass es hier längs eingebaut ist. Darunter befindet sich natürlich die Kurbelwelle. Und das ist natürlich damals der Grund gewesen für Porsche, warum sie nur so eine kleine Kupplung verbauen konnten. Weil natürlich das den ganzen Platz wegnimmt und weil noch die Kurbelwelle da ganz unten sitzt. Und das ist halt natürlich dann der Grund gewesen, warum hier der 5,7 Liter VC-Motor da ist, diese extrem kleine Kupplung, hier das Getriebe quer eingebaut, aber es ist einfach faszinierend. Faszinierend zu sehen, dass es funktioniert, das ist ganz klar, aber vor allem Leute dann, wie es funktioniert. Und ich meine, man hat natürlich geschaut, das Ganze von der Gewichtsbalance ideal hinzubekommen, deswegen ja auch der Motor hier vorne so tief wie möglich das Ganze gehalten, aber trotzdem, ihr habt es gesehen, Leute, und das ist schon wirklich, für mich ist der Carrera GT wirklich eben, deswegen habe ich in Raoul die Frage gestellt, ob ihm der F40 oder der Carrera GT mehr taugt. Und das stimmt, man kann die beiden Fahrzeuge nicht vergleichen, allerdings man kann sie auf eine Art und Weise vergleichen. Und zwar, was das ganze Thema, ja, ich sag mal so, muss man ganz ehrlich sagen, in die Hose kacken angeht. Denn auf der einen Seite
hast du einen Höllenrespekt vorm F40, aber genauso hast du auch einen riesen Respekt hier vor dem Carrera GT. Und das war auch für mich der Grund, Leute, weil der Raoul hat schon gemeint, ob ich nicht Lust hätte, mit dem Auto zu fahren. Aber ich sage euch eins, der kennt hier die Strecken so gut. Und für mich war das einfach gerade ein absoluter, purer Genuss, da daneben zu sitzen und einfach diesen 5,7 Liter V10 mit euch, miteinander zu genießen. Ne? Und ja Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt die Motorhaube wieder zu und dann fahren wir weiter. Und ich weiß nicht, Leute, da hinten ne, steht noch ein bisschen was anderes. Ich bin mir nur noch nicht sicher. Robert, was meinst du? Würdest du da mitfahren? Raoul, what do you think? I mean, first of all, thank you very much Yeah, for taking your time and that we could go for a ride. But we were just discussing now this one. If I should come with you, It's total different. if I should come with you, or if he should come with you. With pleasure, but it's total different. What do you think in terms of weight balance? Weight balance, I think with Robert should be better, right? Yeah, It yeah. will be more downforce. Yeah, Yeah? yes. Why not? Also Robert, traust du dir das zu? Ich hab voll Bock. Okay, he's very motivated. So Okay, maybe he should come for a ride with you. with pleasure, with pleasure. You will really make him shit in the pants. No, Is that possible? Huh? It's better with the Carrera GT. Yeah. Yeah, slide more. The Delta is older car, but it's very good in the. It's not a problem. No slide too much. Delta. Okay. 4-wheel drive is different. It's Okay, very- perfect. It's nice. It's nice inside. It's a competition car with a track with the gearbox, a special gearbox, hydraulic and the brake. But I think for this we will make now a different video. So I would suggest we finish the video here now. Leute, ich würde sagen, wir machen Schluss. Es wird ein separates Video jetzt gleich kommen. Wir machen hier direkt im Anschluss gleich weiter. Und ja, thank you again, Yeah. Raoul, for everything. grazie mille. Grazie my mille. friend. Thank you. And Grazie then, mille. Robert, enjoy your ride in the next video with Raoul together. Andiamo, Robert. Andiamo. Bist du bescheuert? Nice, eh?